Aufgrund der Corona-Pandemie gab es im Jahr 2020 eine negative Lohnentwicklung. Das führte dazu, dass im Jahr 2021 in Westdeutschland die Rentenanpassung ausfiel und in Ostdeutschland es lediglich eine Rentenerhöhung um 0,72% gab. Es wird prognostiziert, es wurde prognostiziert, dass zum 1.7.2022 die Rentenanpassung deutlich höher ausfallen wird. Und zwar wurde spekuliert um bis zu 6%. Wie es tatsächlich aussieht und wahrscheinlich kommen wird, erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin und ich recherchiere für euch, meine lieben Zuschauer, Aktuelles zum Thema Steuern und Renten und erkläre euch steuerliche Grundlagen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, so lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen und nichts mehr zu verpassen. Anregungen und Fragen schreibt bitte unten in die Kommentare. Sichert euch auch die kostenlose Checkliste speziell für Rentner. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unter diesem Video. Und jetzt schauen wir uns die Situation an, wie es wahrscheinlich zum 1.7.2022 kommen wird. Seid gespannt, bleibt dran. Aufgrund der negativen Lohnentwicklung im Jahr 2020 hätten die Renten theoretisch im Jahr 2021 um 2,2% sinken müssen. Durch die Rentengarantie wurden die Renten aber im Jahr 2021 nicht gekürzt. Zu diesem Thema habe ich bereits ein ausführliches Video veröffentlicht. Im Jahr 2021 gab es eine wesentlich bessere Lohnentwicklung. Dies lässt zunächst auf ein gutes Plus in der Rentenentwicklung zum 1.7.2022 hoffen. Es wurde bisher mit einer Erhöhung spekuliert, die so von 5 bis 6% liegen soll. Durch die Wiedereinführung des Nachholfaktors, also Nachholfaktor bedeutet Rentenkürzung und verhindert, dass die Renten den Löhnen folgen. Durch die Wiedereinführung dieses Nachholfaktors dürfen Jahre mit negativer Lohnentwicklung mit den Jahren positiver Lohnentwicklung verrechnet werden. Also im Klartext bedeutet das, dass die Renten im Jahr 2021 zwar nicht gekürzt wurden, aber jetzt die Kürzung in diesem Jahr quasi durch die Hintertür erfolgt. Die Rente wurde, wie schon erwähnt, im vorigen Jahr nicht gekürzt, aber die Anpassung, die wird dann wahrscheinlich nicht 5 bis 6% sein, sondern lediglich um die 3% tatsächlich sein. Also wenn wir die Inflation dagegen rechnen, absoluter Witz. Der Nachholfaktor besagt also, dass bei steigenden Löhnen die möglichen Rentenerhöhungen nur halb so hoch ausfallen. Der Nachholfaktor wurde von der schwarz-roten Koalition von 2018 bis 2026 ausgesetzt. Die Ampelkoalition hält aber daran fest, den Nachholfaktor wieder einzuführen, denn Rentengarantie und Nachholfaktor gehören nun mal zusammen, so die Ampelkoalition. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist gegen die Wiedereinführung des Nachholfaktors, weil auch so die Renten langsamer steigen als die Löhne. Ja, und die älteren Menschen, die müssen am Wohlstand angemessen teilhaben. Schließlich haben sie die Grundlage für Wohlstand mit erwirtschaftet. Auf diesen Ohren ist die Ampelkoalition aber allerdings völlig taub und fordert, wie im letzten Video schon berichtet, sogar den Verzicht auf Wohlstand. Hier nochmal zur Erinnerung für die Zuschauer, die das letzte Video nicht gesehen haben. Der Gauck sagte am 10. März bei Maischberger, ich muss das mal ablesen, wir können auch einmal frieren für die Freiheit und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Es ist schon eine bodenlose Frechheit, was sich die Politiker da herausnehmen. Ein Zuschauer schlägt kürzlich vor, das fand ich ganz cool, mal die Entwicklung der Renten an die Entwicklung der Diäten des Bundestages anzupassen. Das wäre eine geniale Lösung, bleibt aber ein unerfüllter Traum. Es stellt sich hier aber die Frage, ob es bei der Altersversorgung der Politiker des Deutschen Bundestages nicht auch sinnvoll wäre, diesen Nachholfaktor anzuwenden. Das wäre wirklich gerecht, wenn die Löhne in Deutschland nicht steigen. Die deutsche Regierung hat einen Eid darauf geschworen,
alle deutschen Bürger zu beschützen, also in erster Linie die Interessen der deutschen Bevölkerung zu vertreten. Jetzt zieht diese Regierung unser Land in einen Krieg hinein, mit dem wir nichts zu tun haben. Das ist absolut indiskutabel. Es wird versucht, irgendetwas moralisch zu rechtfertigen und Druck auf die Bevölkerung auszuüben. Die deutsche Politik hat das deutsche Volk zu schützen und den Wohlstand des Volkes zu mehren. Wir haben uns nicht in ausländische Beziehungen einzumischen. Also das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Deutschland hat genug eigene Probleme dank unserer Politiker. Und die sind zu lösen und nicht durch unüberschaubare Manöver davon abzulenken. Der Eid des Bundeskanzlers, ich blende ihn jetzt mal hier ein, lautet: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe, hat Olaf Scholz weggelassen. Das ist auch legitim, hat er jedenfalls nicht gesagt. Ja, dem Wohl des deutschen Volkes, darüber kann sich jeder eine eigene Meinung bilden. Aus meiner Sicht liegt er völlig daneben. Wie ist eure Meinung? Schreibt es unten in die Kommentare, liebe Zuschauer.